Produktivitätsmythen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe mein Gehirn so viele Jahre, wahrscheinlich sogar Jahrzehnte damit blockiert, gängige Produktivitätstipps zu glauben, nur um immer wieder festzustellen, dass sie für mein Gehirn nicht geeignet sind, beziehungsweise an meinem Gehirn scheitern. Und ich sage bewusst, sie scheitern an mir. Das weiß ich nämlich auch erst heute. Früher habe ich gedacht, ich wäre gescheitert. Wenn bestimmte Tipps, Tricks, gängige Produktivitätssachen nicht bei mir funktioniert haben, dann habe ich mir selber die Schuld gegeben. Und wie ihr euch vorstellen könnt, war das nicht gut für mein Selbstvertrauen, für mein Selbstwertgefühl und ich habe mich dadurch nur noch mehr blockiert und schuldig gefühlt. Und deswegen teile ich heute mit euch 3 Produktivitätslügen, die ich wirklich jahrelang geglaubt habe. Und wenn du das erstmal ablegen kannst, ich verspreche dir, wirst du dich so viel besser in deiner Haut fühlen und aufhören, gegen dich selber anzukämpfen. Ja, und eine Sache noch, ich habe das Gefühl, ich kann freier reden, wenn ich nebenbei noch irgendwas anderes mache. Deswegen probiere ich das heute das erste Mal aus. Mein Bullet Journal ist in 10 Tagen wahrscheinlich voll, sind nur noch wenige Seiten übrig. Deswegen werde ich nebenbei jetzt mein neues schon mal einrichten. Und ich werde es mit Stickern verzieren. Das ist übrigens meine Stickerkiste. Und das mache ich jetzt nebenbei, weil ich das Gefühl habe, dann habe ich einen natürlicheren Redefluss und muss mich nicht so extrem anstrengen, den richtigen Gedanken jetzt zu greifen. Ich fange übrigens meistens damit an, dass ich mir ein neues Stärkenlesezeichen gestalte. Ich habe in jedem Bullet Journal so ein Stärkenlesezeichen mit meinen Top 5 Charakterstärken. Das sind Kreativität. Ich habe übrigens meinen Lamy-Füller wieder ausgegraben. Das ist wirklich der, mit dem ich seit der 5. Klasse geschrieben habe. Und ich habe ihn wieder in Ordnung gebracht. Und das macht mir gerade super viel Freude, weil es einfach so diesen Nostalgiefaktor hat. So, Stärke Nummer 2 sind für Schönes und Exzellenz. Oh Mann, wie kriege ich das hier rauf? So, muss reichen. Das 3. ist Neugier. Dann Liebe zum Lernen. Und die 5 ist Dankbarkeit. So, Lesezeichen fertig. Wenn ihr auch rausfinden wollt, was eure Top 5 Charakterstärken sind, dann macht unbedingt unseren kostenlosen Charakterstärken-Fragebogen. Der ist wissenschaftlich fundiert. Den haben wirklich weltweit schon über 35 Millionen gemacht, weil diese Charakterstärkenforschung auf der positiven Psychologie basiert und weil die auch wirklich kulturübergreifend funktioniert. Macht diesen Test, du musst dir nicht mal ein Login dafür erstellen. Alle Infos findest du unter diesem Video bzw. Podcast. Eine Sache, mit der ich wirklich sehr, sehr lange am Hadern war und manchmal auch immer noch struggle, ist dieser Gedanke, du hast so viel Potenzial, du musst dich mehr anstrengen. Und das ist so ein toxischer Gedanke, weil ich deswegen schon mein ganzes Leben lang das Gefühl habe, im Rückstand zu sein. Man muss dazu sagen, ich bin Autistin mit ADHS und ich habe einfach schwarz auf weiß, dass mein Arbeitsgedächtnis Grütze ist. Ich musste im Rahmen meiner Diagnostik einen Intelligenztest machen und dabei kam natürlich raus, dass mein Arbeitsgedächtnis starke Defizite hat und wirklich unterdurchschnittlich funktioniert. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wenn mir jemand irgendwelche Sachen sagt, die ich mir merken muss, so Telefonnummern oder keine Ahnung, und diktiert mir die. Die Person hat den Satz noch nicht mal zu Ende gesprochen, dann muss ich schon das erste Mal nachfragen, was hast du nochmal gesagt oder wie ging das nochmal los? Was waren nochmal die ersten 3 Ziffern? Das ist wirklich extrem bei mir. Dann könnt ihr euch ja vorstellen, wie das so im Alltag ist mit den Exekutivfunktionen. Es fällt mir wirklich sehr schwer, mir Dinge zu merken, mich selber zu organisieren. Ich habe einfach in vielen Punkten in meinem Leben das Gefühl, ich muss doppelt und dreifach so hart arbeiten, um mein ADHS wieder auszugleichen. Und das ist eine echt krasse Last. Und es fällt mir auch gerade echt schwer, hier darüber zu sprechen, weil es einfach so viel Gewicht hat und mich einfach wirklich so fertig macht, immer dieser Aufholgedanke und ich muss mehr machen als alle anderen, um halbwegs gleich gut zu sein wie alle anderen. Das heißt, ich habe mich eigentlich immer permanent im Defizit gefühlt. Das hat sehr an meinem Selbstvertrauen genagt, nur um irgendwie das Gefühl zu haben, jetzt bin ich wenigstens auf einem Level mit anderen. Das heißt, mit der Zeit ist so dieser Gedanke oder dieser Glaubenssatz entstanden, wenn du deine Ziele nicht erreichst, dann hast du dich halt einfach nicht genug angestrengt. Und das ist ein Gedanke, der massiv am Selbstwertgefühl nagt. Weil die Realität ist ja einfach, du strengst dich ja eh schon permanent total an. Also das Problem ist ja gar nicht, dass du dich nicht anstrengen würdest. Du strengst dich eigentlich sogar eher zu viel an. Du versuchst fehlende Strukturen irgendwie mit noch mehr Fleiß auszugleichen. Das wiederum führt dazu, dass du dich überstimuliert fühlst, dass du emotionalen Stress erlebst, dich selber noch mehr ausbeutest, dir vielleicht Pausen raubst,
zu wenig Freizeit hast, einfach alles aus diesem Defizitgedanken heraus, ich muss aufholen. Das heißt, die Falle oder die Lüge in diesem Fall ist, dass wir uns erzählen, wenn wir etwas nicht geschafft haben, dann ist Fleiß die einzige Antwort darauf. Dabei ist die Wahrheit, tu das Richtige statt tu noch mehr. In meinem Fall ist es häufig sogar so, dass weniger tun die Antwort ist. Also nicht noch mehr Anstrengung, sondern weniger Reize, weniger Stimulation und die richtigen Aufgaben statt immer noch mehr. Nur so ist es mir wirklich gelungen, aus dieser Spirale rauszukommen, aus diesem Gefühl von Hektik und Panik, nicht gut genug zu sein und immer noch mehr tun zu müssen, damit ich halbwegs erreiche, was andere erreichen. So, ich versuche jetzt hier meinen Sticker einmal aufzufummeln. Lüge Nummer 2 ist übrigens, fang früher an. Ich muss lachen, wenn ich das ausspreche, ganz ehrlich, fang früher an. Wie oft habe ich mir vorgenommen, Projekte und Aufgaben früher anzugehen, um mich dann die ganze Zeit schlecht zu fühlen, weil ich immer noch nicht angefangen habe, logischerweise. Weil nur weil ich diesen Vorsatz habe, früher anzufangen, heißt es ja noch lange nicht, dass ich es auch tue. Das heißt, ich habe mich die ganze Zeit dafür dann auch selber gehasst und abgewertet, dass ich es dann immer noch nicht gemacht habe, nur um natürlich dann doch auf den letzten Drücker anzufangen, wie sonst auch. Und der Mythos, der dir natürlich oft erzählt wird, ist, du musst Wochen oder Monate vor der Deadline anfangen, damit alles ganz entspannt läuft. Und es stimmt in vielen Fällen einfach nicht. Also ja, natürlich gibt es diese Projekte, wo es sehr, sehr wichtig ist, eine gute Planung zu haben. Aber trotzdem ist es nicht damit getan, einfach früh anzufangen, sondern auf die richtige, smarte Weise. Also wenn ich ja schon weiß, welche Projektgröße das sein wird, also es gibt ja einfach diese Projekte, da musst du halt rechtzeitig anfangen, kannst ja nicht anfangen, zum Beispiel deine Masterarbeit irgendwie 3 Tage vor Abgabe zu schreiben. Das sind dann schon Sachen, da musst du halt planen. Und trotzdem geht es ja hier nicht darum, oh, wenn du einfach nur früh genug anfängst, dann wird das schon alles, sondern geh es richtig an. Und richtig heißt in dem Fall so, wie es für dein Gehirn funktioniert. Zum Beispiel ist es bei mir oft das Problem, dass Sachen mir zu groß vorkommen und dass ich sie deswegen nicht anfangen kann. Mir sind die ersten Schritte nicht klar. Das heißt, was ich ganz häufig mache, ist mich wirklich zu fragen, wie kann ich das in ganz, 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 ganz kleine Teilchen zerbrechen? Und was davon ist der erste und einzige Schritt, den ich jetzt heute machen werde? Also so klein, dass ich nicht daran scheitern kann. Das ist für mich häufig ein sehr, sehr gutes Vorgehen. Bei manchen Sachen ist es auch überhaupt nicht wichtig für mich, früh anzufangen. Also es wirklich hängt von der Projektgröße und von der Dringlichkeit natürlich ab, wie man damit umgeht. Aber die Antwort ist nicht, alles wird gut, wenn du früh genug anfängst. Gib dir selber die Erlaubnis, bis zu deinem persönlichen gewählten Startfenster nicht an ein Projekt ranzugehen, statt die ganze Zeit darüber nachzudenken, dass du noch nicht angefangen hast. Nimmt eine Menge Stress raus, glaub mir. Das ist übrigens mein Lieblingssticker aktuell, den habe ich gerade in einem Workshop hergestellt, selber mit Glitzerfolie. Ich weiß gar nicht, habe ich den überhaupt lange genug in die Kamera gehalten? Ich glaube nicht, ne? Der Oktopus sagt, I can slap 8 people at once. Ich liebe ihn. Drückt sehr gut meine Stimmung an vielen Tagen aus. Ja, Lüge Nummer 3. Ist auch so ein Klassiker. Du musst fokussiert bleiben und jegliche Ablenkung vermeiden. Und dann sagt das mal jemand mit einem Chaoskopf, der sehr sensibel ist, der sehr viele Eindrücke reinlässt und der sehr leicht ablenkbar ist. Was glaubt ihr, was dann passiert? Ja, nichts Gutes auf jeden Fall. Natürlich gibt es eine Menge Tipps und Tricks, was man machen kann, um den Fokus zu erhöhen. Aber der wichtigste Takeaway hier ist, akzeptiere die folgende Wahrheit. Du wirst dich ablenken lassen. Ablenkungen werden auftreten. Und es ist okay. Problem erledigt. Nein, ernsthaft. Wenn wir krampfhaft versuchen, alle Außenreize auszusperren und total verbissen darum kämpfen, unsere Aufmerksamkeit zu behalten, dann wird genau das Gegenteil passieren. Dann wird das Gehirn nämlich einfach wirklich komplett blockieren. Und manchmal sind Ablenkungen sogar was Gutes. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich zwischendurch mal aufstehe, wenn ich im Raum umherlaufe, dann ist diese Bewegung sogar richtig gut für mein Gehirn. Ich werde dadurch kreativer. Ich bekomme bessere Ideen, mir fallen Details auf, die ich vorher übersehen hätte und gehe tatsächlich mit einer neuen und anderen Energie an meine Aufgabe zurück. Und dafür gibt es sogar wissenschaftliche Studien. Und was tatsächlich passiert, wenn wir unseren Geist ein bisschen schweifen lassen, das sogenannte Mind-Wandering, unser Gehirn schaltet in das sogenannte DMN, das ist das Default Mode Network. Das ist so eine Art Ruhezustandsmodus, wo im Hintergrund komplexe Informationen verarbeitet werden, neue Zusammenhänge geknüpft werden und Probleme gelöst werden. Und das kann halt nur aktiv werden in diesen Unterbrechungen, wenn wir etwas ganz, ganz anderes machen, als an der aktuellen Aufgabe zu arbeiten. Also quasi wirklich wie so ein Tapetenwechsel fürs Gehirn und plötzlich werden wir wieder kreativ. Das heißt, was mache ich? Ich unterbreche meine Arbeit bewusst für 20,
30 Minuten, je nach Komplexität der Aufgabe und je nach Konzentration und Bedürfnis auch mal länger. Aber ich mache dann wirklich Sachen, wo ich sage, okay, ich gucke jetzt mal nur aus dem Fenster oder ich lege mal eine ganz kurze Workout-Session ein oder ich mache mir was richtig Leckeres zu trinken, worauf ich mich schon die ganze Zeit freue, so ein Espresso-Getränk oder so, und mache mal auch mal mit Milchschaum oder so, also was Cooles, wo mein Gehirn halt auch sagt, yay, extra Dopamin. Und dann gehe ich einfach wirklich mit einer neuen und anderen Aufmerksamkeit und neuer Energie an meine Tätigkeit zurück. Das heißt, was wir hierbei lernen ist, es geht nicht darum, sämtliche Ablenkungen auszuschalten, sondern es geht um das Zauberwort Refocus. Also wie komme ich wieder rein, wenn ich mal rausgezogen wurde? Das ist viel, viel wichtiger. Das ist ein richtig geiler Skill. Es ist so viel gesünder für deine Psyche und für dein Wohlbefinden als diese ständige Selbstkasteiung. Du hast die Bedienungsanleitung für dein eigenes Gehirn und nicht die Welt da draußen. Es existieren und kursieren so viele Tipps, und auch was ich jetzt hier gesagt habe, muss für dich nicht zwangsläufig funktionieren. Probier's. Aber es heißt nicht, dass es genau das ist, was für dein Gehirn funktioniert. Also es ist wirklich etwas, wo man sich von externen Vorgaben einfach wirklich lösen darf, um diese Scham zu reduzieren, dass man irgendwie falsch oder komisch ist. Arbeite mit deinem Gehirn zusammen. So sieht mein neues Bouillon in der Zwischenzeit aus. Ich finde, es ist sehr cool geworden. Das hier ist für mich so ein bisschen Vision Board mäßig, weil ich momentan mir selber beibringen möchte, Rollschuh zu laufen. Also ich kann Inliner fahren, aber Rollschuhlaufen ist für mich gerade eine echt krasse Herausforderung. Dann haben wir meinen selbstgemachten Sticker und Don't Overthink It. Naja, ich glaube, den muss ich nicht erklären. Ja, also Zeit für eine kurze Zusammenfassung. Was haben wir heute mitgenommen? Wenn dein Gehirn blockiert und du das Gefühl hast, du musst immer mehr machen, um irgendwie aufzuholen, dann ist nicht mehr die Antwort, sondern weniger. Reduziere die Reize und dadurch schaffst du am Ende sogar mehr. Punkt 2. Das war der Mythos, einfach früher anfangen. Setz dir stattdessen ein genaues Zeitfenster, wann du anfangen möchtest, und bis zu diesem Zeitfenster ignorierst du wirklich die Aufgabe und verschwendest keinen Gedanken daran. Das ist viel besser, als dich Tage oder Wochen lang mit irgendwelchen Schuldgefühlen zu plagen, weil du immer noch nicht angefangen hast. Und Punkt 3, das war das letzte, worüber wir gesprochen haben: Wenn der Fokus flöten geht, dann ist das okay. Wenn du ein Gehirn hast, das einfach wirklich auf Reize und Ablenkung schnell reagiert, dann ist deine wichtigste Superkraft nicht jede mögliche Ablenkung auszublenden, sondern in deinen Fokus zurückzufinden. Und damit geht es dir deutlich besser, als wenn du versuchst, dich nie ablenken zu lassen. Und nochmal einfacher wird es natürlich, wenn du auch den Charakterstärken-Fragebogen machst, wenn du wirklich herausfindest, was sind meine persönlichen Top 5 Charakterstärken, weil dann kannst du ja hingehen und gucken, aha, was sind die Stärken, die mir jetzt gerade bei dieser Aufgabe helfen, oder welche Charakterstärken zahlen darauf ein, dass ich Wohlbefinden habe, dass ich mich konzentrieren kann, dass mein Gehirn jetzt gerade wirklich in diesem Moment das bekommt, was es benötigt. Also mach das unbedingt. Wie gesagt, der Charakterstärken-Fragebogen ist wissenschaftlich fundiert, er ist kostenlos. Also was hält dich noch auf? Du kannst von mir sogar deinen persönlichen Report bekommen. Wenn du diese Auswertung bekommen hast, dann sind das ja erstmal nur Ranglisten, schwarz auf weiß, und du fragst dich vielleicht, okay, wie mache ich damit jetzt weiter? Was hat das jetzt für mein Leben zu bedeuten? Und da biete ich dir wirklich an, dass ich dir einen personalisierten Report erstelle, wo du wirklich schauen kannst, aha, so zeigt sich das also in meinem Leben und so kann ich das üben und wahrnehmen und wirklich aktiv gebrauchen. Alle Infos dazu findest du unter diesem Video bzw. Podcast. Lass uns bitte ein Like da, das hilft wirklich enorm, unsere Arbeit hier weiterzumachen, und vielleicht fallen dir ja auch noch weitere Produktivitätslügen ein, die du in deinem Leben geglaubt hast und unbedingt loswerden wolltest. Teile sie in den Kommentaren mit uns, und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal.